Es kann oft passieren, dass sich diese Erwartungen übertreffen, weil sich ein junger neuer Kunstfan aus Seoul einbildet, dieses Bild, das immer nur die Million gebracht hat, dringend zu kaufen und dann bringt es plötzlich 2,3. Kein Mensch versteht das, nicht einmal ich als sogenannter kundiger, langjähriger Beobachter des Marktes. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche über interessante Themen, manchmal über Länder, die interessant sind zum Auswandern oder als Wohnsitz oder als künftigen Firmensitz, aber in letzter Zeit sind Menschen zunehmend besorgt um ihr Vermögen und das ist uns auch immer wieder Anlass, mal so einen Podcast wie den heutigen eben zu machen. Also, warum sind Menschen zunehmend besorgt um ihr Vermögen? Das liegt einerseits daran, dass das Vermögen, das man hat, ja einerseits durch Steuern, Inflation, geringe Zinsen sich also sozusagen Stück für Stück von selbst auflöst, wenn man nichts tut. Aber es liegt auch daran, dass in den letzten Jahren und Monaten in der EU und Deutschland speziell eine Reihe von Gesetzen neu beschlossen oder angepasst wurden, die ja darauf abzielen, möglicherweise Vermögende bald noch viel mehr zur Kasse zu bitten, zum Beispiel durch neue Vermögenssteuern oder auch einen sogenannten Lastenausgleich. Und bekannte Beispiele, was man da so alles in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, das ist eben zum Beispiel das Lastenausgleichsgesetz, das man neu aufgelegt hat, obwohl es eigentlich langsam ausgelaufen wäre. Der Erste Weltkrieg ist ja lange vorbei. Aber auch das zentrale Konten- und Schließfachregister, das eingeführt wird. Ein Vermögensregister, das jetzt auch zollfreie Lager in anderen Ländern einschließt. Das Bargeldverbot ab 10.000 Euro Transaktionen, geplante Einführung von programmierbarem digitalen Geld, das möglicherweise eben nicht über Landesgrenzen einfach so mitgenommen und dort weiter benutzt werden kann. Tests davon liefen ja zum Beispiel in Griechenland, ich habe das selbst erlebt, oder in der Schweiz wird gerade schon getestet mit dem künftigen programmierbaren Geld, das eingesetzt werden soll. Und all das beunruhigt Menschen, die ein kleines, mittleres oder großes Vermögen haben. Natürlich sehr. Vielleicht an der Stelle auch, wer mehr zum Thema Vermögensschutz wissen will, der findet auf unserer Webseite perspektiveausland.com/events Präsenzevents zu diesem Thema, die wir in London durchführen. Und auch unseren heutigen Gast kann man dort natürlich dann live erleben. Nochmal zu unserem heutigen Podcast. Wir sprechen ja immer wieder mit Experten auf dem Gebiet des Vermögensschutzes, denn wer ein Vermögen hat, will dieses natürlich schützen. Und dazu gehört Diversifizierung von Vermögen, Einbeziehung von unterschiedlichsten Investment- und Anlageklassen, vielleicht auch dem Ausland, Speicherung in Anlagen, die natürlich Rendite bringen, steuerlich sehr interessant sind. Krypto war mal interessant, wird mehr und mehr reguliert, aber auch natürlich Vermögen, das mobil ist, beispielsweise und. Also viele, viele interessante Themen und heute freuen wir uns sehr, mal einen Experten auf einem ganz besonderen Gebiet bei uns zu Gast zu haben. Lieber Nikolaus Leskovar, Sie sind ja zu Hause in der Kunstwelt, könnte man so sagen. Stellen Sie sich doch unseren Zuschauern am besten einmal selbst vor. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Nikolaus Leskovar und ich bin 55 Jahre alt und 33 Jahre Kunstsammler und Kunsthändler. Und das mit großer Begeisterung und täglicher Hingabe, die hier natürlich notwendig ist unter professionellem Tun. Das ist interessant. Also muss ich auch sagen, Sie sind auf dem Gebiet der erste Experte, den wir uns mal eingeladen haben. Ein sehr interessantes Thema, was ja viele fasziniert, ohne dass man da vielleicht bisher den richtigen Draht oder Zugang hatte. Vielleicht können Sie uns mal selbst erzählen, was Sie denn eigentlich an Kunst fasziniert und was da Ihr Hintergrund ist, wie Sie dazu gekommen sind. Als ganz kleiner Bub, schon in der Sandkiste, möchte ich sagen, habe ich schon Steine gesammelt und habe die Steine mit Wasser nass gemacht und so meine kleinen Spielkameraden begeistert und diese Steine denen entweder sogar verkauft oder zum Tauschen gebracht, die Freunde. Das heißt, ich habe also von einer Sache, die an und für sich nicht viel wert ist, von diesen Steinen im Sandkasten, auch andere Spielkameraden begeistert. Und dann so haben wir diese Dinge dann getauscht
weitergehend war das dann natürlich in der Schulzeit, dass wir Matchbox-Autos, die wir alle kennen, gesammelt haben. Also es ist immer gegangen um das Sammeln. Und ich habe, wie gesagt, seit den jüngsten Jahren habe ich mich begeistern können, irgendetwas zu sammeln und das anzuschauen, herauszurichten. Waren das später die Briefmarken oder die Münzen? Also immer, es geht immer darum, dass man Dinge anhäuft oder Dinge einfach immer wieder zu einem bestehenden Stand, zu einer gewissen Stückzahl von schönen Dingen, die man gern hat und die man sich immer wieder auch gern anschaut, neue Dinge dazu sammelt und in weiterer Folge sich dann auch vielleicht trifft mit Gleichgesinnten, mit denen man dann Dinge tauscht oder einfach die Sammlungen bespricht und einfach die Begeisterung teilt. Und nach meiner Ausbildung, nach der Matura-Reise und einem kurzen Exkurs in ein Jus-Studium, habe ich mehrere Wochen in Amerika verbracht. Und dort habe ich durch einen Menschen, der Adolf Rieschner heißt und auch aus meiner Heimatstadt stammt, die amerikanische Pop-Art kennengelernt und habe mich da sehr schnell in das Thema verliebt. Und das war bis zum heutigen Tag, ist es das auch, der Quant, das Schönste, was man sammeln kann. Und das hat eben ganz groß meine Begeisterung entfacht. Und so bin ich heute glücklich, dass ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen kann und nicht nur in der Freizeit, wenn man so will. Klasse. Ja, schön, sozusagen das mal so zu erfahren, wie es bei Ihnen dazu gekommen ist, dass Sie und heute, wie gesagt, als Experte dann auf unserem Kanal auf diesem Gebiet zu Gast sein können. Jetzt ist ja so, dass Sie dann aus dem, was Sie privat begeistert hat, dann irgendwann auch ein Business entwickelt haben und dann ja letztendlich die Leskower Fine Art gegründet haben. Vielleicht können Sie uns das nochmal erzählen, wie das dazu gekommen ist. Naja, neben dem privaten Treffen mit Freunden ist es dann sehr schnell notwendig geworden, dass ich auch an institutionelle Sammler oder an große Firmen Kunstwerke verkauft habe. Wie gesagt, der Stellenwert der Pop Art ist gestiegen und es wurde auch bei uns immer bedeutender. Anfangs war ja das, wenn wir von amerikanischer Grafik reden, noch nicht so ein Ansehen in der Kunstwelt. Aber das hat sich sehr schnell geändert. Und wie gesagt, diese Firmen, die bei mir natürlich auch dann Kunstwerke bezogen haben, haben die bei mir offiziell gekauft. Und dazu war natürlich ein steuerlicher oder auch ein rechtlicher Rahmen und natürlich der Verkaufsbeleg, also eine Rechnung, notwendig. Und so ist diese Firmengründung natürlich notwendig geworden. Parallel dazu liefert man ja mit den ganzen Kunstwerken auch Expertisen, Echtheitszertifikate oder Provenienzhinweise. Und da ist es durch auch die Vermittlung von einem persönlichen Freund, der sich dann nicht für diesen Kunsthandel entschieden hat, also der ein Schulkollege war, der ist dann in das Steuerfach gegangen und der hat mich dazu überredet, Nikolaus, du musst ja auch eine Firma gründen, damit wir hier ein Tool haben, dass wir auch größere Sammler beraten können und die entsprechend begleiten bei dem laufenden Tun. Klasse. Jetzt ist ja so, dass wir Sie ja eingeladen haben bei uns auf den Kanal, weil das, was Sie jetzt anbieten, oder Sie bieten eine Leistung an, die auch wirklich für unsere Mandanten, für unsere Zuschauer und Zuhörer interessant sein können. Die nämlich genau also jetzt überlegen, wie kann ich mein Vermögen diversifizieren, wo finde ich doch noch interessante Anlage- oder Investmentmöglichkeiten, um auch eine gewisse Rendite, eine gewisse Sicherheit natürlich auch zu haben. Deswegen jetzt eigentlich meine nächste Frage. Also Sie haben jetzt diese Firma gegründet, aber wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen und was bieten Sie da genau an, um jetzt andere letztendlich, die auch Geld investieren wollen, da sozusagen mit ins Boot zu nehmen und ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, von ihrem Wissen und ihrer Expertise zu profitieren? Es geht um Begehrlichkeit und die Pop-Art, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist dann von der Popularität auch in Europa sehr bekannt geworden und somit auch im Kurs gestiegen. Alle Dinge, wie wir wissen, wo es zu einer Verknappung kommt oder wo die Nachfrage sich erhöht, steigen dann im Wert. Und so ist es passiert, dass immer mehr Nachfrage nach der Pop-Art war, auch in meinem Sammlerkreis. Und so habe ich mich nicht nur um meine Handvoll Sammler und meine direkten Bekannten und um meine Sammlung, sondern auch immer mehr um die mir empfohlenen Kunden gekümmert. Und so ist das Konstrukt gewachsen, wenn man so will. Das heißt, man kann auch, oder bedeutende Dinge oder die bekannten Pop-Art Bilder sind eben im Wert gestiegen und so hat sich automatisch gegeben, dass jemand gesagt hat, das möchte ich haben, lieber Nikolaus, hilf mir hier, besorg mir das Motiv und ich will die haben und kannst du mir dann noch eines besorgen? Und nach einer laufenden Bewertung, die ich auch gemacht habe, weil mir war es immer wichtig, die Dinge haben ja
immer schon ein gutes Geld gekostet. Und so habe ich das immer wieder als Dienstleistung verstanden und als Möglichkeit unter uns gesagt, dass ich den Kunden wieder kontaktiere, dass ich ihm schreibe, lieber Herr Dr. X, dein Bild von der Marilyn, das du gekauft hast, um Betrag 8, ist jetzt plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern ist jetzt dann durch diese hohe Nachfrage 11 wert. Selbst ich kann es nur mehr um 11 kaufen und es ist auch zu erwarten, dass das Kunstwerk weiter im Wert steigt. Und so bin ich eigentlich, möchte ich fast sagen, reingerutscht, wobei das nicht nur ein Zufall war, sondern natürlich auch Kalkül. Also kurz gesagt, die Leidenschaft hat sich mit der internationalen Bedeutung der Pop Art oder der Contemporary Art, für die ich eben Spezialist bin, erhöht die Nachfrage oder die Begeisterung. Und so sind die Dinge deutlich gestiegen und haben wir eben eine Wertsteigerung von der Pop Art, das müssen Sie sich vorstellen, hundertfach. Oder eben auch die großen deutschen Künstler haben sich in wenigen Jahren versiebenfacht. Auch also Jahrhundertbeispiele. Und das kann man natürlich mit keinem anderen Asset machen, kein Papier. Nicht einmal eine Top-Immobilie kann eine derartige Wertsteigerung erzielen, wie es mit diesen Kunstwerken Realität wurde. Sehr interessant. So, jetzt, wenn wir jetzt mal ins Praktische kommen. Also wir haben jetzt Zuschauer, Zuhörer, die jetzt sagen, okay, ich kann mir vorstellen, auch einen bestimmten Betrag jetzt meines Vermögens in Kunst, in Art zu investieren. Wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Oder wie können sich unsere Zuschauer das genau vorstellen? Was bieten Sie jetzt jemandem, der da investieren möchte, genau an? Also ich habe mich spezialisiert auf Direktinvestment. Ich halte nichts von Fondsmodellen oder von irgendwelchen kleinen Stückbeteiligungen, wo niemand weiß, was hat er jetzt im Endeffekt, sondern ich kaufe mit jemandem oder für ihn konkret ein nämliches Kunstwerk, angenommen das Bild von Andy Warhol, den Mao Zedong, und der wird gekauft um Betrag X. Und dann ist das, wie man, wenn man so will, wird das Kunstwerk eingelagert oder er kann es auch bei sich aufhängen natürlich und so genießen. Und wie gesagt, also losgelöst von dem, was es ist, das durch mich garantiert ist, dass es eben ein authentisches Kunstwerk ist, dass die Provenienz passt, dass es bedeutend ist. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt, ich rate, wenn man vom Investment spricht, rate ich natürlich dazu oder kaufe ich nur Dinge, die schon eine Bedeutung haben und die schon, was hat eine Bedeutung? Ein Kunstwerk, das mehrmals gut gehandelt wurde und das eine Nominalsicherheit auch hat. Das heißt, nachdem wir mit sehr großen Summen schon arbeiten, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich hier keinen Euro verlieren. Und das ist auch noch nie passiert. Bei uns sind alle Dinge mehr geworden oder auch im Kurs oder im Wiederverkauf. Und somit kann ich eine Gewinnbeteiligung beinahe garantieren. Das ist eben die Idee oder die Mission, die mich begeistert. Und so sind aus 2, 3 Handvoll Kunstinvestoren, wenn man so will, dann mehrere zig Kunstinvestoren geworden und da haben wir schon ein großes Volumen veranlagt und es gibt immer wieder, auch wenn wir davon reden, dass diese Dinge, wie man schon diesen Namen kennt, Blue Chip, Fine Art oder die großen Künstler, die 100 besten Künstler der Welt, kann man trotzdem auch mit großen Namen, bekannte Künstler, die wir alle kennen, von Picasso, Lichtenstein, Warhol, Monet, also diese weltweit bekannten Assets, wenn man so will, kann man trotzdem noch einsteigen und trotzdem noch Renditen erwirtschaften, wenn man einen Partner hat, der ganz genau weiß, was er macht und nichts anderes macht. Also es geht auch um die Konzentration, um eine Erfahrung und selbstverständlich rate ich jedem, dass er sich jemand an die Seite holt, der nicht nur das weiß und ganz genau glaubt zu wissen, wie die Dinge beschaffen sind, um welche Kunst es geht, sondern der das schon mehrmals bewiesen hat mit Erfolg. So einen Partner sollte man sich suchen, also der schon mehrmals Kunstwerke getradet hat mit großem Erfolg und mit guter Gewinnbeteiligung. Und da darf ich mich dazu zählen mit Freude. Wollen oder können Sie da auch so ein paar Eckdaten nennen, also wie viel Kunstwerke Sie zum Beispiel schon getradet haben oder in welchem Volumen Sie das gemacht haben? Na gut, ich glaube, der amerikanischen Grafik habe ich, glaube ich, über die Jahre, also bei 1000 Stück habe ich zum Zählen aufgehört, sagen wir mal so. Das heißt, da haben wir natürlich sehr gute Positionen, aber auch Einzelwerte oder wenn man das rein vom Betrag festmacht, sind wir da schon bei einigen Milliarden, egal in welcher Währung, die wir umgesetzt haben und also gut veranlagt haben, erfolgreich und dann auch wieder freigesetzt haben. Sehr gut. Dann jetzt trotzdem mal zum Praktischen. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein Interessent und ich sage, okay, ich habe bisher nichts mit Kunst gemacht. Das war für mich bisher ein heißes Eisen, weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe, ich muss da mich selbst zu sehr damit beschäftigen und bin kein Experte auf dem Gebiet. Jetzt habe ich Sie als Experten an meiner Seite.
Das heißt, Sie können mir jetzt helfen, in diesem Bereich zu investieren. Vielleicht mal die erste Frage. Ab welchem Betrag macht es überhaupt Sinn, sich jetzt in diese Gefilde zu wagen? Also was muss ich von Betrag mindestens mitbringen? Naja, das was sinnvoll betreibt, um die 150.000 würde ich empfehlen, dass man mal schon einsteigen kann. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welches Kunstwerk, ob man hier einen alleinigen Teil betrifft, also ob ich was Schönes finde, weil ich habe ja immer wieder Dinge schon an der Hand oder von bestehenden Kunden, die was wieder freisetzen und hier einfach Kasse machen oder ihre Gewinnbeteiligung lukrieren wollen. Und für einen anderen Neueinsteiger gibt es dann eben die wieder auch noch interessante Möglichkeit, dass er hier wieder neu startet. Und so begleite ich ihn dann. Und wir machen immer wie eine Vision, wenn man so will. Das ist sieht vielleicht einfach aus. Der Plan ist aber natürlich ganz durchdacht. Das heißt, wir kaufen, wie man schon einmal gesagt hat, nur bedeutende Dinge und nur Dinge, wo wir schon wissen, wie ungefähr der Horizont weiter ist, dass sich das wieder vervielfacht im besten Fall. Interessant. Das heißt, also das erste ist, ich habe jetzt, sagen wir mal, einen Mindestanlagebetrag. Dann kommt es zum Termin mit Ihnen und dann bekomme ich sozusagen so eine Art Beratung und dann schlagen Sie mir vor, eventuell Einzelstücke zu kaufen oder mich zu beteiligen an einem Stück, was mehr kostet, aber dann bin ich sozusagen einer von mehreren Investoren oder kaufe das mit Ihnen gemeinsam oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Je nach Betrag suche ich Ihnen was aus, das gerade verfügbar ist. Oder ich überlege mir, gut, da ist jetzt was im April verfügbar, das können wir kaufen. Und dann mache ich ihm genau einen Plan. Ich frage natürlich auch den Investor, der jetzt kein so ein Kunstfan ist oder der jetzt sagt, dieses Motiv würde mir für zu Hause nicht gefallen. Dann sage ich, gut, aber die Sache bleibt im Kunstlager und wird auf jeden Fall eine Rendite abwerfen und ist ein sinnvolles Tool zur Vermögenssicherung, zur Nominalsicherung oder natürlich verbriefe ich dann auch, weil ich das schon weiß, wo sich hin entwickelt, eine jährliche Gewinnbeteiligung. Das heißt, es ist also auch ein handelbares Asset, gleich wie es eben Wertpapiere sind oder Immobilien oder andere Assets. Wobei hier natürlich der Vorteil auch ist, dass diese Sache oder das Kunstwerk ist natürlich transportierbar und auch man kann es auch in einem Zollfreilager einlagern oder in einen anderen Erdteil relativ einfach bringen, weil es eben mobil ist und nicht eine Immobilie, die ja feststeht in einer gewissen Stadt oder auch in einer gewissen Steuerhoheit. Also auch hier gibt es natürlich dann Gestaltungsmöglichkeiten, die man immer im persönlichen Gespräch mit dem persönlichen schon vorhandenen Berater vom neuen Kunstinvestor dann genau bespricht. Denn es gibt viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Also mein Wissen oder meine Erscheinung ist die Spitze vom Eisberg. Auch hinter mir stehen natürlich sehr viele Experten, die dann in jedem Fach genaue Auskunft geben, denn es gibt viele Belange, wenn man jetzt die Vermögenswerte betrachtet und wie man sich vorstellt, dass man leben möchte, auch wenn Sie, wie Sie angesprochen haben, Menschen haben, die ihr Heimatland verlassen oder in einen anderen Erdteil wechseln, dann wird das mit berücksichtigt und dann kann man das natürlich diesen Vermögensgegenstand oder den Titel an diesem Vermögensgegenstand mitnehmen, wenn man so will. Oder da gibt es eben rechtliche, technische Dinge, die man immer berücksichtigen muss. Und hier ist es ganz wichtig, dass man das nicht als Hobby-Sammler betreibt, sondern hier sind schon sehr wichtige Dinge, damit man hier nicht Ungemach produziert oder hier Probleme bekommt, ist es ganz wesentlich, dass das begleitet wird und dass hier höchste Expertise immer wie aus der Pistole geschossen, möchte ich fast sagen, dem Kunstinvestor zur Seite steht. Das ist ganz wesentlich. Kann jeder aber besitzen und dann betreuen und langfristig hegen, ist ein ganz wichtiger Aspekt und da sollte man natürlich die entsprechenden Experten oder im besten Fall ein Expertenteam an seiner Seite haben. Das ist Das es. stimmt auf alle Fälle, ja, genau. Nebenbei gesagt, aber das ist dann nochmal ein Thema von gesonderten Podcast, den wir da auch planen. Er hat ein Kunstwerk als Vermögensbestandteil, ähnlich wie übrigens auch zum Beispiel Farbedelsteine, auch noch steuerlich gewisse Besonderheiten oder Vorteile sogar, ne, wenn man also einen bestimmten Teil des Vermögens in dieser Assetklasse sozusagen speichert. Eine andere Frage. Sie besprechen das mit den Kunden. Kommt das in Kunstlager, kommt das in Zollfreilager oder käme das Kunstwerk zu mir nach Hause? Wie ist denn das bei den meisten Ihrer Kunden? Also haben die meisten das im Zollfreilager oder im Kunstlager oder lassen sich doch nach Hause schicken? Wie ist das? Also vom Volumen ist es selbstverständlich so, dass die Dinge in Kunstlager sind oder in meinem Verfügungsbesitz.
Bereich. Das heißt, das Wesentliche ist ja, es geht ja auch um die Sicherheit, nicht nur die Rechtssicherheit, sondern dass das Produkt seriös ist. Und ich habe viele institutionelle Anleger. Das bedeutet, dass hier natürlich eine Treuhandschaft vorliegen muss. Ich darf das Kunstwerk dann natürlich nicht aus meinem kontrollierbaren Bereich geben. Viele Sammler gibt es, die die Kunstwerke nur gekauft haben, weil sie das lieben, weil sie ganz genau wissen, um was es hier geht. Die Wertsteigerung ist ein gutes Plus, wenn man so will. Aber der Hauptgrund, warum sie etwas gekauft haben, ist die emotionale Rendite. Das heißt, es geht einfach darum, um ein Belohnungssystem, möchte ich fast sagen. Ich habe sehr viele Wirtschaftstreibende als Kunden, die ganz genau was suchen und dann dadurch, weil ich das anbiete, zu mir unweigerlich geschickt werden. Das ist ja auch ein positiver Effekt nach vielen Jahren der Tätigkeit. Und die genießen das Kunstwerk in ihrem privaten Lebensraum oder auch in ihrer Ferienwohnung, wo man eben, wenn man eben eine gewisse Stückzahl an Kunstwerken schon angesammelt hat, muss man schon mehrere Wohnungen oder Häuser damit dekorieren. Und wie gesagt, das große Volumen ist also, wie gesagt, eben je nach nach dem Wunsch auch des Kunden natürlich dann, ob es jetzt dann in der Schweiz ist oder in welchem Land der Erde, das kann genau deklariert werden, oder in einem Hoheitsstatus eines Zollfreilagers, wie Sie sagen, eben geschützt, wenn man so will, auch vom Zugriff der Abgabenbehörden oder natürlich auch der EU oder anderen Institutionen. Das heißt, auch hier hat man schon mitgedacht und sind wir sehr fit, wie man das macht, dass man hier auch sein Kunstwerk in Sicherheit hat, in jeglicher Hinsicht, wenn ich das so sagen darf. Gut, dann, wobei natürlich, wie gesagt, die EU dort auch ordentlich nachgelegt hat. Das heißt, ab einem Vermögenswert von 200.000 Euro muss man eben auch künftig seine Vermögen genau mit Adresse etc. deklarieren, die Okay. man in Zollfreilagern irgendwo eingelagert hat. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wie ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Man investiert jetzt einen bestimmten Betrag und wie ist dann der Ausstieg, der Verkauf? Also gibt es so eine Art Mindestanlagezeit, wo man sagt, also diese Investitionsart macht nur dann Sinn, wenn man mindestens, was weiß ich, 5 Jahre, 10 Jahre oder sowas dann auch dieses Kunstwerk hält? Oder ist dem nicht so? Grundsätzlich gilt, und das wird Ihnen jeder, der Ihnen die Wahrheit sagt, bestätigen, eine bestimmte Haltefrist. Und da sollte man schon einen Horizont haben, dass man sagt, mindestens 2 Jahre behalte ich das Kunstwerk und bitte ich nicht den Kunsthändler und meinen Berater, dass wir es schon wieder verkaufen. Denn nur wenn man mit Gelassenheit ans Werk geht und deshalb sollte man auch einen Betrag auswählen, wo man nicht schon nach kurzer Zeit wieder Sorge hat und sagt, ich brauche ihn wieder frei, weil ich habe eigentlich zu viel investiert. Das heißt, du eigentlich meine Kunstinvestoren, möchte ich fast sagen, runterhandeln. Wenn der sagt, er möchte gerne 700.000 Euro anlegen, dann sage ich, starten wir doch bitte einmal mit 400 oder 500 und schauen wir, wie viel wir hier erwirtschaften. Und dann können Sie gerne nachlegen. Also die Grundidee ist dieser Zwei-Jahres-Horizont, wobei natürlich am laufenden Kunsthandel ich sehr viele Leute beteiligt habe, die dann schon unterjährig ihre Gewinnbeteiligung bekommen. Oder man kann auch sagen, es wird wieder veranlagt, aber eine Gewinnbeteiligung wird ausbezahlt, damit auch der Neukunde, wenn man so will, sieht, das funktioniert, das ist wunderbar. Und dann wird eben meistens erhöht oder, wie gesagt, neu veranlagt. Interessant. Ja. Jetzt die Wertsteigerung. Also mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie das ist. Also ich kaufe jetzt, ich investiere jetzt 200.000, 500.000, was auch immer ich da jetzt sozusagen in diese Assetklasse investieren möchte. Und jetzt liegen da ein oder mehrere Kunstgegenstände in einem Kunstlager und liegen da, also ich stelle mir das so bildlich vor, in irgendwelchen Kisten, wo da jemand regelmäßig Staub wischt, sozusagen. Wie findet da jetzt alleine dadurch, dass es im Lager steht, die Wertsteigerung statt? Oder werden bestimmte Kunstgegenstände auch auf zum Beispiel in Ausstellungen gezeigt? Das ist ja auch ein oft gegangener Weg, damit man eine Wertsteigerung auch erzielt. Wie läuft das? Gut gesagt, das ist richtig. Das heißt, ausgewählt wird, wie ich schon gesagt habe, ein bedeutendes Kunstwerk. Das heißt, eine Sache, die schon einen gewissen Stellenwert am Kunstmarkt hat. Ein Kunstwerk, das die Art Maker, diesen Begriff möchte ich erwähnen, das sind die Menschen, die relevant sind, damit eine Sache überhaupt zum Kunstwerk wird. Ein Art Maker ist der Sammler oder der Eigentümer auch nur von einem Kunstwerk schon. Dann natürlich der Kunsthändler,
Galerist, die Museumsleute, Sachverständige und alle Kundigen, die am Kunstmarkt, möchte ich sagen, was zu sagen haben, oder? Wobei das Wichtigste ist, dass sich das Kunstwerk verkauft. Erstmalig und mehrmals. Dann bekommt es überhaupt einen Kurs, kann man sich natürlich vorstellen, wie jede Sache. Und je öfter es eine Nachfrage dafür gibt, umso mehr entwickelt sich der Kurs und umso bedeutender wird das Kunstwerk weltweit, also in jedem Teil der Erde, und so umso schneller steigt es dann auch vom Wert her. Also was machen wir? Ein bedeutendes Kunstwerk angenommen, einlagern und dann das Kunstwerk auch auf Ausstellungen oder schon auf Kunstmessen anbieten. Und somit wird es auch bekannter. Das heißt, wenn ich etwas verleihe und ich darf hier anführen in der Provenienz oder in der Ausstellungshistorie, dass wir das gezeigt haben in Miami, in Seoul und dann auf dieser Ausstellung und in Basel, dann ist das natürlich für einen zukünftigen Sammler von Bedeutung, dass wir hier diese Referenzen anführen können. Das heißt, diese Wertigkeit steigt auch, weil natürlich auch die Sammler dieser Welt auf diese Ausstellungen gehen und so sehen sie das Kunstwerk und wird es sozusagen auch beworben. Und es erhöht sich somit die Bedeutung, die Bekanntheit und auch der Wert, der Kurs. Und so bildet man eben einen Kurs. Also man kann nichts teuer machen, möchte ich sagen, aber man kann schon die Bedeutung erheben und unweigerlich mit der Bedeutung geht der Kurs nach oben. Da gibt es viele Faktoren, die natürlich dazu gehören. Das muss man dann persönlich besprechen, aber es ist wesentlich, dass natürlich das nicht versteckt wird. Ein Entziehen vom Markt ist bei bestimmten Dingen ebenso wichtig, weil man natürlich hier zu einer Verknappung kommt, die wieder den Wert erhöht, wie bei jedem Ding, das dann nicht so leicht verfügbar ist. Einerseits aus Technik und andererseits, weil es wirklich die Wahrheit ist, sage ich, das Kunstwerk ist erst in 2 Jahren zu haben, lieber Herr Doktor. Da müssen Sie erst dann später kommen oder da können Sie sich gerne dafür anmelden. Erzeugt wieder einen Bedarf und eine Begehrlichkeit. Interessant. Also kann ich mir das praktisch jetzt so vorstellen, wenn ich jetzt Ihnen beispielsweise einen Teil meines Vermögens zur Verfügung stelle, um für mich in Kunst zu investieren, dann investieren Sie da in ein oder mehrere Gegenstände, Bilder oder müssen wir dann noch übrigens auch noch drüber sprechen, es sind ja auch Skulpturen beispielsweise, die Sie ebenfalls noch mithandeln. Und dann liegt das in einem Kunstlager und dann kommt irgendwann mal eine Anfrage oder wird mir mitgeteilt oder wird mir auch nie mitgeteilt, keine Ahnung, können Sie vielleicht dann gleich noch erklären, dass jetzt da irgendein Museum eine Anfrage gestellt hat, dass ein Kunstwerk, was ich mal investiert habe, was da liegt, dann in irgendeiner Galerie mal für einen bestimmten Zeitraum gezeigt wird. Ist das so? Genau. Das heißt, ich entwickle auch einen genauen Plan. Das heißt, nennen wir es die Vision der Sammlung, dass wir oder auch für das einzelne Stück auch eine Absatzstrategie, dass wir also genau auch festschreiben mit dem Rechtsberater oder auch mit dem Berater des Sammlers, ihm das schildern und auch natürlich Fragen beantworten. Aber ja, es gehört eben eine Ausstellungshistorie genau bestimmt. Was machen wir mit dem Vermögensgegenstand, mit dem Kunstwerk? Bis zum Zeitpunkt der Freisetzung in 240 Tagen oder so. Das heißt, außerdem wird auch natürlich berücksichtigt, es gibt ja viele Investoren, die sagen, ich habe vor, erst in 5 Jahren dieses Vermögen wieder anderweitig zu platzieren. Und dann kann man hier natürlich auch für diesen Zeitraum eine genaue Strategie machen, dass das Vermögenswert dann auch wieder verkauft ist schon. Das heißt, dass die Liquidität wieder zur Verfügung steht. Das ist ein wesentlicher Baustein des Ganzen, dass man hier dadurch, dass ich so viele Assets im Rennen habe, möchte ich sagen, dass man hier natürlich das auch dann garantieren oder versprechen kann, dass man hier wieder Liquidität hat. Denn das ist ein wichtiger Punkt. Der Kunst wird oft unterstellt, dass es nicht kurzfristig liquidierbar ist. Das ist richtig. Wenn Sie mir heute sagen, das muss ich jetzt verkaufen, ich brauche übermorgen mein Geld, das wird nicht so leicht sein. Also ich kaufe es Ihnen ab, möchte aber nicht, denn ich möchte Sie belohnen für Ihr Investment, indem Sie das kriegen, was ich Ihnen versprochen habe, oder Sie im besten Fall, wie sehr viele schon, angenehm überraschen. So soll es laufen und nicht anders. Gut, dass Sie darüber, gut, dass Sie da gerade nochmal drüber gesprochen haben. Also, um es nochmal zu sagen, also es gibt eine Rendite, wo Sie sagen, die ist in jedem Fall erreichbar pro Jahr und dann gibt es die Überraschungsrendite, also bei besonderen Kunstwerken, die auch erzielbar sind. Also eine Rendite, mit der ich normalerweise in jedem Fall rechnen können sollte in dem Bereich, es sei denn, die Welt verändert sich komplett.
Das ist natürlich eine ganz andere Sache, aber können Sie den Wert nochmal ungefähr sagen für unsere Zuschauer? Na gut, wenn man jetzt offiziell, wir wollen ja nicht ein bankenähnliches Produkt anbieten. Das heißt, wir sind ja hier auch unter Beschuss von gewissen Kreditinstituten oder anderen Anlegerberatern. Aber es ist also noch, wie gesagt, ich wäre deprimiert, wenn ich nur 5% liefern könnte. Das heißt, es ist also unterjährig oft so, dass wir das mehrmals drehen, wenn wir jetzt von einer Beteiligung am grundsätzlichen Kunsthandel sprechen. Also sind wir sicher im Augenblick über allen Immobilienbeteiligungen und auch inflationsbereinigt sind wir hier sicher im Plus mit Prozenten, die höher sind, als man das mit Aktien oder anderen Anlagenformen erzielen kann. Und wie gesagt, mit der Nominalsicherheit auch, die ja sehr wesentlich ist für viele Anleger. Die meisten Kunden, die zu Ihnen kommen, was treibt denn die Leute zu Ihnen, um jetzt in Kunst zu investieren? Sind das mehr Kunstliebhaber oder sind es wirklich auch sehr viele Leute, die sagen, ich möchte mein Vermögen speichern in etwas, was sicherer ist, was, wie Sie vorhin schon gesagt haben, was mobil ist, was ich ins Ausland verbringen kann? Was ist so der Hauptgrund vielleicht von den Kunden, die zu Ihnen kommen? Also meine liebe Mutter, die schon gestorben ist, hat zu mir gesagt, du bist ein Magnet des Glücks und mach das weiter, da wirst du viel Liebe ernten. Das heißt, und so ist es offensichtlich, dass ich also den allergrößten Teil noch immer täglich habe. Gerade früher habe ich jetzt aufgelegt wieder mit einem Neukunden, der mich dringend einladen möchte zu sich. Also es ist die emotionale große Freude oder die Begeisterung schon von sehr gut vorgebildeten Menschen, die dann sich mit mir austauschen möchten, einige Dinge oder Grundinformationen, die ich verfasst habe, gelesen haben und mich dann treffen und dann wird aus dem zusammengefasst beinahe eine Freundschaft, denn ich habe ja viele Leute, die ich schon oder Familie, die ich schon über die dritte Generation berate. Also die große Freude am Besitz eines Kunstwerks, das sich eine Freude machen, ist der große Vordergrund. Vom Volumen muss ich zugeben, habe ich schon sehr viele und durch die Bewerbung meiner Investmentidee, denn Sie müssen denken, ich habe ja nicht gezielt mir überlegt, ich mache jetzt Investment als Produkt, sondern es ist mir passiert, dass die Grafik und wenn das mein Steuerberater sagt, Nico, hast du mal gesehen, was das wert ist, was du vor 5 Jahren gekauft hast und wie der Bestand sich entwickelt? Sage ich, zwar nicht gesehen, weil ich bin gerade beim Einkaufen. Das heißt, es ist also mir passiert und so habe ich dann diese Index oder diese Bewertungen laufend nicht nur für die Kunstversicherung meiner Kunden gemacht, sondern überhaupt für die Anwälte oder für die Steuerberater meiner Kunden. Und so haben wir gesehen, dass das ein Bombenasset ist, möchte ich sagen, und das natürlich seit den, wenn man so will, 2000er Jahren sich das natürlich enorm entwickelt hat. Also bin ich jetzt eigentlich nur mehr tätig mit Blue Chips oder mit dem Investmentgedanken für viele Menschen, die hier Sicherheit für ihre Vermögensteile, soweit man das kann, garantiert haben möchten. Also ja, dass das ganz sicher angelegt ist, ist ein wesentlicher Punkt. Interessant. Jetzt haben Sie gerade schon was mit erwähnt in Ihrem letzten Kommentar, die Bewertung des Wertes. Wenn jetzt ein Kunde benötigt ja vielleicht hin und wieder mal irgendwo ein Stück Papier, wo drauf steht, der Kunstgegenstand, den ich da habe, der hat folgenden Wert. Bekommt der das von Ihnen jetzt oder wer ist jetzt muss er Sachverständige dann vielleicht geben, die sowas einschätzen können? Und sagen, dass dieses Kunstobjekt sollte momentan mit diesem Wert bewertet werden? Genau. Also er bekommt von mir eine Urkunde, möchte ich fast sagen, oder so eine Verbriefung, wo man eben sieht, das ist wie eine Gewinnmitteilung, wenn man so will, wo eben drinnen steht, das Bild so und so hat mit dem Nominale von 100 jetzt einen Wert von 123 nach diesen 17 Monaten, wenn man so will. Das heißt, hier arbeite nicht nur ich an diesem neuen Wert oder neuen Kurs, sondern freilich nehme ich, damit das Ganze auch untermauert ist, für die zwei weiteren Berater meiner Kunden, kommen auch Sachverständige oder andere, wenn man so will, Marktteilnehmer dazu, die das auch untermauern oder natürlich Auktionsergebnisse. Oder es gibt ja von diesem Kunstwerk dann einen Kurs, der sich eben bildet aus dem Schnitt von Ergebnissen, die am Markt erzielt werden, also von Verkäufen oder von den Auktionsergebnissen. Und so hat man eben einen Mittelwert, einen seriös, den man eben, ich setze den immer risikoneutral an oder eben eher vorsichtig.
und überrasche dann, wie gesagt, meine Freunde, wenn es dann wirklich verkauft wird, mit dem tatsächlichen Wert, der dann aufs Konto fließt. Und gibt es diese Bewertung einmal pro Jahr? Habe ich das richtig verstanden? Oder auf So ist es. Anfrage? Das heißt mindestens einmal im Jahr oder eine Gewinnbeteiligung, wenn wir große Überraschungen erleben, die es ja Gott sei Dank regelmäßig gegeben hat die letzten Jahre, dass eben ein vergleichbares Kunstwerk zu einem vielfachen Kurs plötzlich verkauft wird. Denn Mhm. wenn man das jetzt vergleicht, ich habe für viele Kunden, die das auch immer wieder vergleichen mit ihren Wertpapieren und anderen Assets und die mich dann oft anrufen oder mir eine Mail schreiben und sagen, schau, das habe ich jetzt gegenübergelegt, du hast das verdreifacht, du hast dir das abgeschossen, da bin ich ja weit drüber, ich verkaufe jetzt dann die Papiere und da legt das noch nach. Das heißt, also es Mhm. ist so, der wesentliche Punkt an dem Kunstwerk, und das haben mir Leute bestätigt, die das nur von der Bewertung her sehen und eigentlich keine Kunstexperten oder keine Kunstfans sind. Wenn dieser Experte dir bestätigt, dass die Kunst nicht nur das sichere Asset ist, sondern der sinnvollere Vermögensgegenstand für die Zukunft, um Geld auch zu vermehren. Wenn diese Menschen uns hier das genau bestätigen, dann ist das wertvoller, als wenn es nur ich als Kunstfreak sage oder als Kunstfan. Mhm. Die Sache ist die, es kann oft passieren, dass sich diese Erwartungen übertreffen, weil sich ein junger neuer Kunstfan aus Seoul einbildet, dieses Bild, das immer nur die Million gebracht hat, dringend zu kaufen und dann bringt es plötzlich 2,3. Kein Mensch versteht das, nicht einmal ich als sogenannter kundiger, langjähriger Beobachter des Marktes kann mir das dann oft erklären, aber es ist so, weil die Kunst so emotional ist, dass das, wenn das jemand, das hat so eine große Begehrlichkeit in dem Moment, dass dem das völlig egal ist, wie der Grundkurs ist. Das ist eben nichts, wo man sagt, hallo, was kostet jetzt das, was hat es bisher gekostet? Das ist dem, der das in dem Moment haben möchte, egal. Und weil sowas auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder vorkommt, dass Dinge überzahlt werden, nennen wir es so, bekommt das so eine Wertsteigerung oder so einen hohen Kurs. Das Heißt das ist dann im eigentlich der Prinzip, Grund und das ist der ja. große Unterschied gegenüber den anderen Assets. Wenn du mit Gold, mit den Immobilien hast du immer wieder einen Kurs, auch in Top-Lagen, wenn du so willst. Eine Immobilie in London wird immer ihr Geld wert sein, bei Gott, Mhm. wird immer auch steigen. Aber bei Ja. Kunst kann man eben eine Vervielfachung, ohne dass wir jetzt vermessen hier sprechen, aber eine Vervielfachung ist ganz sicher nur mit Kunstwerken und mit bedeutenden, schon bedeutenden Kunstwerken möglich. Und ich habe es mit keinem anderen Vermögensgegenstand noch gesehen. Berichtigen Sie mich, wenn Sie Mhm. was anderes erfahren. Ich lerne täglich gern dazu. Sehr interessant. Und was ist denn jetzt so eigentlich Ihr Lieblingskünstler? Mein Star ist der Andy Warhol natürlich, weil man ja lange zu ihm gesagt hat, Sie sind ja kein Künstler und Sie können ja nichts oder Sie machen ja nur Konsumgegenstände oder er war ja ein Werbegestalter anfangs, nicht? Und es ist auch mit meinem Werdegang direkt verknüpft, weil ich, wie gesagt, durch diese US-Reisen den Andy Warhol, also meine ersten 5, 6 Kunstwerke waren eben Blätter von Andy Warhol. Das hat mich am meisten geprägt und begleitet, wobei ich natürlich jetzt für die 100 bekanntesten Künstler der Erde und die Kunst nach 1945 Spezialist bin. Also es hat sich dann schon ausgeweitet, aber ich komme immer wieder zu der Figur zurück und ich vergleiche es natürlich immer wieder mit der Wertsteigerung der Kunstwerke von Andy Warhol. Also er ist nach wie vor mein Lieblingskünstler. Mhm. Und wenn jetzt jemand von den Zuschauern und Zuhörern mal nachgucken will, was gäbe es denn von dem jetzt gerade, wo ich investieren könnte, findet er das auf Ihrer Homepage? Freilich, Gibt's da das? gibt es verschiedene Möglichkeiten und es gibt natürlich auch Off-Market-Kunstwerke, die ich also nicht bewerbe, weil ich diese schütze oder aufgrund des Wunsches vom Eigentümer, da muss man sich dann persönlich treffen und dann kann ich das vorlegen. Weil es Mhm. gibt ja, wie gesagt, gewisse auch Verschwiegenheitserklärungen, dass man also sagt, das darf man nicht offiziell bewerben, weil es absolut marktfrisch ist oder fast versteckt, unter Anführungszeichen. Das heißt, Mhm. dass er also nicht will, dass es beworben wird, weil es so top secret ist. Es gibt ja sehr bekannte Persönlichkeiten auch am Kunstmarkt oder die Kunstsammler sind, Filmstars oder Hollywood-Leute. Und da ist man verpflichtet, dass man das natürlich nicht, wir gehen freilich mit keinem Kunstwerk hausieren, aber dass man es auch nicht einmal im Internet findet, das ist auch sehr wichtig. Und Ja. da trifft man sich persönlich und da zeigt man das. Und es ist auch, glaube ich, unerlässlich, dass man persönlich spricht, Kunst kaufen. Ich habe persönlich nur Kunst gekauft bei jemandem, der mir sympathisch war und wo ich ein gutes Gefühl hatte. Und man soll nicht nur mit dem Berater, sondern soll auch, das Kunstwerk soll ein gutes Gefühl vermitteln. Dann hat man auch nie ein schlechtes Gewissen oder dann verringert sich nie die Freude ob des investierten Betrages, weil man immer wieder
Emotion, die Freude am Kunstwerk im Vordergrund hat. Das ist auch das, was bei mir immer wieder zählt, losgelöst von den Zahlen. Das heißt, es soll ja sprechen und ein Kunstwerk hat meiner Meinung nach eine Seele. Und wenn man hier diesen Sens, wenn dieser Funke überspringt und man da ein bisschen, möchte fast sagen, glasige Augen kriegt, wenn man das anschaut, das ist eben das Wichtige, nicht? Also, dass man hier auch eine Freude daran hat und das nicht nur als Asset sieht. Also es ist natürlich mein Herz schlägt eben für die Kunst und ich habe seit den frühen 20er Jahren mich sofort entschieden, das ganztags zu machen und nicht auf die Freizeit, aufs Wochenende oder auf die Pension gar zu warten, wo ich mich dann in Kunst, wo ich das studieren kann, mich da einlese und mich dieser Passion widme, sondern es war für mich ganz ein Lebenstraum, also so ab dem Kennenlernen dieser Pop-Art, dass ich das von früh bis spät mache und von Samstag bis Samstag und das ist eigentlich, da bin ich sehr dankbar dafür und mache mit allergrößter Begeisterung noch in Zukunft und habe kein Ende vor, weil das ist eine Sache, die eigentlich mehr nährt als anstrengt, auch wenn man sie natürlich mit Hingabe und Mhm. Fleiß machen muss und also wie gesagt, Passion every day. Interessant. Was ist denn das für ein Kunstwerk hinter Ihnen eigentlich an der Wand? Bei mir habe ich, das ist eine Zeichnung von auch meinem Lieblingskünstler Andy Warhol. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ja, ja, das ist Genau. genau, da haben Sie recht, ja, das ist die habe ich Ja. direkt von der Foundation eins gekauft. Und ich tue ja immer wieder auch meine Räumlichkeiten umhängen. Und wir sitzen hier also in meinem Wohnzimmer und da habe ich natürlich immer wieder auch, Mhm. was mich gerade bewegt oder was ich gerade neu habe. Es geht eben darum, das Hantieren mit der Kunst Mhm. ist das, was so beseelt oder was so Freude macht. Und ich tue laufend oft, wenn ich am Sonntag am Abend einen Rappel kriege, sozusagen österreichisch, dann tue ich noch was umhängen oder tue ich was neu gestalten. Und da ist auch meine Frau mit im Boot und das ist eine Passion, die man eben gerne teilt. Und so soll es auch sein, nicht, dass man sagt, Mhm. was neu inszenieren und dann kriegt man wieder neue Seele in seinem Raum. Ja. Man umgibt sich ja gern mit Rosen, dann duftet man selber ja auch, nicht? Und so ist es Mhm. mit der Kunst auch. Also es geht darum, Mhm. umgebt euch mit den unnotwendigen Dingen, Ja, denn ja. das ist ja das Schöne, nicht? Also für mich ist es eben notwendig und ein Lebenselixier. Haben Sie selbst schon mal versucht, was zu zeichnen? Nein, da habe ich kein Interesse. Nee. Also es ist lange her, aber ich habe eigentlich keinen Wunsch, selbst was zu schaffen, sondern auch wenn es ja tolle Farben gibt und wunderbare Techniken, aber meine Profession oder meine Vision ist, dass ich das transportiere oder dass ich das vermittle und mich mit anderen Menschen austausche und darüber dann Mhm. spreche, wenn man so will, aber dass ich selber schaffe, habe ich kein Interesse. Auch offen gesagt kein Interesse, junge Künstler zu beraten, oder da gibt es ja Galerien, die das Mhm. gut machen. Also das ist auch, es ist zu breit, die Kunstwelt, dass man sich mit allen Dingen beschäftigen kann. Das soll man auch nicht. Nur wenn man sich spezialisiert, glaube ich, und da bin ich überzeugt davon, kann man das auch gut machen. Es ist so komplex, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man glaubt, ich weiß jetzt dann viel oder alles, lernt man übermorgen was Neues. Also es ist ein tägliches auch Arbeiten dran, damit man das auch seriös für andere gut macht. Also da sehe ich mich auch in der Verpflichtung. Man kann da nicht zu breit aufgestellt sein, sondern sollte da wirklich mit nur einer gewissen Stückzahl an Dingen sollte man sich beschäftigen, damit man das auch über die Jahre immer wieder besser macht. Und erst dann kann man mit dieser Erfahrung und mit diesem ganzen Wissen seriös die Menschen beraten, glaube ich. Absolut. Jetzt hatten Sie vor uns gerade Filmschauspieler und Hollywood erwähnt. In dem Zusammenhang fiel mir ein, dass vor einigen Monaten die Filmstars in Hollywood demonstriert haben wegen der Bedrohung durch künstliche Intelligenz, weil sie sich da irgendwo, sagen wir mal, unter Druck gesetzt fühlen, vielleicht künftig mit ihrem eigenen Gesicht irgendwo mal so ein Avatar über die Leinwand laufen zu sehen, der da komplett nur computeranimiert ist beispielsweise. Und deswegen jetzt meine Frage, auch bei der Kunst, sehen Sie da jetzt Gefahren durch die immer mehr in Umlauf befindlichen Tools mit künstlicher Intelligenz, KI, AI, auch Kunst oder Bilder zu erzeugen? Es gibt ein ganz großes Spektrum schon an KI-generierter Kunst, die auch gehandelt wird. Wobei ich natürlich überzeugt bin, zusammengefasst, dass sich die Dinge freilich durchsetzen, dass es ein eigenes Klientel ist, dass aber natürlich ich möchte es fast nennen, wahres Kunstwerk oder was ist Kunst bitte? Ein
das älteste von Menschenhand geschaffene, das der älteste von Menschenhand geschaffene Sachwert. Und ich glaube da nicht, dass man das ablösen kann. Oder ich halte auch nichts davon, dass hier eine neue Kunst oder eben eine KI-generierte Kunst die Klassiker oder die Meisterwerke der Jahrhunderte ablöst. Also ich bin, wie gesagt, ein Verfechter der Kunstwerke, die Großen unserer Zeit geschaffen haben. Und da gibt es natürlich auch dann, wenn man jetzt sagt, ist das jetzt authentisch, ist das gemacht von dem, da gibt es schon Möglichkeiten, das festzustellen oder das festzuhalten, auch zu verbriefen. Also hier sehe ich absolut keine Gefahr. Das ist ganz ein eigenes Fahrwasser, wird und gewinnt ja an Bedeutung, aber den Stellenwert, den die Meister haben, wird das nicht ablösen. Also da gibt es kein dran vorbei. Da habe ich keine Angst, ganz ehrlich. Da gibt Okay. es, warum? Weil die Emotion von einem wirklich Meister oder von einem Warhol oder das auch das, so wie das, für mich ist ja das auch wie sexy, das hat ein KI-Kunstwerk nicht, das kann eine Show haben, also da bin ich kein Befürworter zusammengefasst, möchte mich da nicht auslassen drüber. Es gibt ja viele Künstler, die vielleicht mir auch nicht gefallen, es ist ja auch eine Geschmackssache, aber die von der Festigkeit oder von der Wertigkeit muss ich da klar mich aussprechen für die schon bekannten großen Namen. Und da kommt mir nichts anderes auch in die Empfehlung. Also ich beäugle das, weil ich natürlich auch dazu immer wieder gefragt werde, bin aber keiner, der hier groß darüber sprechen möchte. Also da beschäftige ich mich lieber mit den Dingen, die mich begeistern und dafür kann mich, wie gesagt, nichts begeistern. Okay. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch zwei Fragen. Die erste ist, haben Sie noch einen so abschließenden Tipp für Zuschauer, Zuhörer, die sagen, ich würde jetzt da gerne einsteigen in das Thema. Ich interessiere mich dafür. Naja, beschäftigen Sie sich damit, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sich was kaufen oder Sie möchten sich ein Kunstwerk kaufen, das Sie zu Hause erfreut, dann dürfen Sie schon in sich hineinhören, was spricht Sie an, wo wächst ein Interesse, wo können Sie, wenn Sie sich damit beschäftigen, weiter daran begeistern, was gefällt Ihnen für zu Hause, das heißt diese bekannte oder schon genannte emotionale Rendite. Und ganz ehrlich, keine Investments ohne jemanden, der schon bewiesen hat, dass es sinnvoll vermehren kann für Sie. Also ich würde abraten von Tipps, die Sie sich aus dem Internet oder von sogenannten Beratern holen, die noch nicht gezeigt haben, dass sie schon auch Top-Werte bewegen können und mit Gewinn freisetzen. Das Wichtigste ist also ein Begleiter, ein später vielleicht werdender Freund in der Sache Kunst, ein Gleichgesinnter und auch wenn es sonst viele Foren gibt und viele Messen, wo man sich informieren kann, also eine längerfristige Begleitung ohne jemand, der Ihnen hier die Wahrheit sagt und der Ihnen zur Seite steht, ist, glaube ich, nicht ratsam. Weil es ist also alles nicht ganz so leicht in der Kunst, möchte ich auch sagen, wie man jetzt dann als jemand, der kurz hineinblickt und der glaubt, jetzt weiß ich ungefähr, wie das funktioniert, das gefällt mir, ja, das möchte ich machen. Also probieren tut mir gar nichts, sondern es muss schon alles mit Hand und Fuß sein und ich überlege Hm. nicht für meine eigene Sammlung und auch für die Sammlung meiner Kunden ganz genau, was wir machen und wie es damit weitergeht. Das ist ganz wichtig, dass man, und das kann man auch nicht nur nebenbei machen, sondern das muss man ganztags und Tag und Nacht machen, möchte ich fast sagen, weil mir fallen oft Dinge ein um 5 in der Früh, die ich dann notiere und dann am nächsten Tag umsetze mit dem Berater von meinen Kunden. Also professionelles Tätigsein rund um die Uhr ist geboten. Okay, vielen Dank. Dann, wie sollte jetzt ein Zuschauer, Zuhörer, der Interesse hat, mit Ihnen in Kontakt treten? Wie läuft das ab? Wir machen also am besten einen persönlichen Termin, das heißt mein Büro anrufen oder sonst mir ein Mail schreiben und dann komme ich in den Erdteil des Kunden oder man trifft sich hier im schönen Wien und dann tun wir mal uns zusammensetzen und was Gutes essen und in Ruhe reden, was hat Sie bewegt, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, was machen Sie bisher, soweit Sie mir das erzählen möchten in der Kunst und was ist Ihre grundlegende Vorstellung oder Ihre Annahme, wie glauben Sie, dass es mit dem Kunstwerk oder mit dem Kunstsammeln gehen kann. Und ich sage Ihnen dann, wie weit Sie da richtig liegen, mit Verlaub, oder ich mache mit ihnen gemeinsam eine Vision dann. Also man tut eben die persönlichen, nicht nur Bedürfnisse, sondern die persönlichen Umstände des Mandanten, wenn man ihn so nennt, oder des Kunstfreundes, des Neuen beäugeln und genau besprechen oder auch gerne mit seinen Beratern. Und dann machen wir eben einen Plan, wie wir weiter vorgehen,
Aber wie gesagt, ich rede sehr gern über die Kunst und ein Erstgespräch ist jetzt keine aufwendige oder kostenintensive Sache. Mir geht es immer darum, dass man sich persönlich sieht und an einer Vision arbeitet oder schaut, wie ist das Umfeld, was stellt er sich vor, auch mit seiner Familie, mit seinen weiteren Lebensumständen, mit seinem Umfeld und was passt da rein und was kann auch ich, wenn er mich fragt, sage ich ihm ganz ehrlich auch, was kann ich dazu raten oder was würde ich da nicht machen. Also ich versuche ihn ja natürlich auch zu beschützen. Ich rate ihm auch ehrlich ab, wenn er was kauft, wo ich voraussehen kann, dass er vielleicht dann keine Freude hat. Bin nicht gierig in dem Sinn, dass ich ihm gleich was verkaufen möchte, sondern ich bin für ganz langfristige Beratungen. Da kann ich Ihnen eine große Liste an Empfehlungsgeber geben, die das bestätigen, dass ich da eher einen Schritt zurückgehe oder sage, das machen wir dann erst später oder wenn Sie da und da so weit sind. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir hier was aufbauen, das Bestand hat. Es gibt viel zu viele Dinge, die leider nur kurzfristig strukturiert sind. Das war doch ein schönes Schlusswort, Herr Leskova. Also da kann ich nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und für das sehr informative Gespräch. Gerne. Und wie gesagt, wir blenden Ihre Kontaktdaten jetzt hier am Ende des Videos nochmal ein. Und für andere, die das jetzt nur im Audiopodcast hören, geht bitte auf die Webseite www.perspektiveausland.com. Da ist alles nochmal zum Nachlesen dann auch veröffentlicht. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Leskova. Und dann, ja, man sieht sich immer mehrmals im Leben. Ich freue So mich ist schon. es. Alles Liebe aus Wien, hat mich sehr gefreut. Einen Ja, schönen Tag noch. genau. Und ich Alles freue mich Gute. natürlich auch, Sie in London zu sehen dann. Ne? Ja, wir sehen uns. Da Dann bis packen wir es an. bald. Danke, alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.